Apple ist so viel sicherer als Android. Es gibt gar keine Hackerangriffe auf iPhones. Stimmt doch gar nicht. Android ist viel offener und dadurch einfach sicherer. Smartphones begleiten fast jeden von euch täglich und wir speichern mittlerweile die sensibelsten Daten drauf ab. Für einen Hacker ist euer Smartphone der heilige Gral. Immerhin ist das sowas wie unser ausgelagertes Gehirn. Fotos, Erinnerungen, Kontakte, Nachrichten, aber auch der Kalender oder euer Online-Banking sind brutale Mittel für einen Hacker. Erpressung, absolut perfekte Phishing-Nachrichten, aber auch der Zugang zu anderen Geräten von eurem Smartphone aus, beispielsweise euer Heimnetzwerk, sind so super juicy. Die will jeder haben. Deswegen muss man heutzutage einfach sicher sein. Und wir klären heute diese uralte Streitfrage: Was ist sicherer? Heute gehen wir diesem ewigen Streit Android vs. iOS aus einer Cybersecurity-Perspektive nach. Sind also wirklich iPhone-Nutzer sicherer? In den letzten Jahren gab es ja zum Beispiel immer wieder Vorfälle von Viren im Play Store bei Google, die eben Millionen Menschen befallen haben. Was wir schon mal direkt festhalten können: Android ist ein System, das jeder Hersteller nutzen kann. Es gibt Android-Handys von Google, von Samsung, von Xiaomi und noch von zig anderen. Das heißt aber natürlich auch, dass die Hersteller Dinge kaputt machen können, für die Android eigentlich nichts kann. iOS hat es da einfacher. Da gibt es nur Apple. Behaltet das im Kopf. Wir steigen also direkt ein mit diesen 15 Aspekten. Das erste, was wir sichern wollen, sind eure Dateien. Dazu gehören Daten, die Apps wie zum Beispiel der Kalender bei euch auf dem Smartphone natürlich ablegen, aber natürlich auch eure Fotos oder Videos. Im besten Fall sollten die natürlich nicht jedem mit Zugriff auf euer Gerät zur Verfügung stehen, sonst reicht ja schon ein einfacher Dieb aus, um euch zu hacken. Ich habe früher regelmäßig Daten von Freunden gerettet, die ihre Zugangsdaten vergessen haben, und das hätte ich natürlich auch ohne ihre Zustimmung machen können, und ich weiß, dass das nicht ganz so gut angekommen wäre. Ein Glück, dass Android seit Android 7 schon die dateibasierte Verschlüsselung unterstützt. Dabei werden Dateien komplett verschlüsselt, sodass sie niemand mehr öffnen kann, außer euch selbst. Wie etwa eure Bilder, App-Daten oder natürlich eure Pornos. Dadurch können Apps nicht einfach auf andere Daten zugreifen, wenn sie gerade Lust haben. Die Metadatenverschlüsselung gibt es seit Android 9. Die verschlüsselt sogar die Namen eurer Verzeichnisse, Berechtigung und Erstellungs- und Änderungszeiten von allen Dateien. Warum? Weil sonst jeder herausfinden kann, wann ihr welche App das letzte Mal verwendet habt, und auch das kann als Angriff benutzt werden. Oder fändet ihr es cool, wenn jeder weiß, wann ihr das letzte Mal auf Tinder wart? Seit Android 10 ist das sogar Standard und erzwungen vom System selbst. Die Dateien werden immer, wenn ihr sie braucht, entschlüsselt und direkt wieder verschlüsselt. Genau dasselbe passiert aber auch bei Apples iOS, und auch beide Hersteller nutzen AES-256 für die Verschlüsselung. Ein Algorithmus, der allgemeinhin als sicher gilt. Und auch wenn ihr heute den stärksten Supercomputer 1000 Jahre lang rechnen lasst, kann der ganze Kram nicht geknackt werden. Unterschiede gibt es nur bei der Schlüsselverwaltung. Bei Apple verwaltet die sogenannte Secure Enclave die Schlüssel, die eure Daten verschlüsseln und dafür sorgen, dass das System eben sicher ist. Was übrigens immer beim Start von eurem System überprüft wird. Dann kann man sich darauf verlassen, dass man wirklich ein echtes iOS hat und nicht in der Zwischenzeit zum Beispiel das Smartphone sich verändert hatte und plötzlich ein Virus im System ist. Die Secure Enclave ist ein Hardware-Chip, der kryptografische Schlüssel speichert und überprüft, dass die Schlüssel auch wirklich nicht missbraucht werden. Es ist quasi unmöglich, die Secure Enclave zu knacken, selbst wenn ihr anfangt, sie aufzubrechen und auszulöten. Denn tut man das, zerstört man, zumindest nach dem Design, die Secure Enclave, und man kommt trotzdem eben dann nicht an die Schlüssel. Die Secure Enclave wurde explizit für Apples Software und Hardware erstellt. Das Pendant auf Android ist ein dreistufiges Modell, in dem der Key Store läuft. Manche Android-Systeme speichern alle Schlüssel leider nur in der Software. Das heißt im Umkehrschluss, dass wenn jemand Zugriff auf die Hardware hat, er am Ende auch einfach die Software knacken kann. Das ist doof. Deswegen gibt es natürlich auch von Android etwas, das das Ganze realisieren möchte, und zwar Trusty bzw. die Trusted Execution Environment, die über Schlüssel in der Hardware feststellt, ob die Software verändert wurde. Noch besser ist aber das Hardware Security Module, kurz HSM, das sich auf Android Strongbox nennt.
Strongbox schützt sogar vor Hardwareangriffen durch zum Beispiel Spectre oder Meltdown, die vor einer Weile auf den Prozessoren rumgewütet haben. Oder eben zum Beispiel, wenn jemand euer Handy klaut und das dann angreifen möchte. Sehr, sehr geil. Leider haben nicht alle Androids ein HSM. Achtet ihr beim Kauf darauf, ob euer Smartphone einen extra Sicherheitschip hat und dass der auch wirklich überprüft und geprüft wurde? Perfekt. Aber das ist bei Android leider herstellerabhängig. Somit geht diese Runde an Apple. Ich muss hier mal ganz kurz loswerden, wie faszinierend ich es finde, was sowohl Apple als auch Android im Hintergrund alles tun. Wenn wir ehrlich sind, sind das Features und Themen, die auch für Desktop-PCs eigentlich relevant wären, und dort wird tatsächlich weniger Wert drauf gelegt. Linux, Mac und Windows erstmal so sicher zu bekommen wie ein mobiles Gerät ist gar nicht mal so einfach, aber es ist möglich. Ich lese persönlich recht viel zu diesem Thema, um immer auf dem neuesten Stand zu bleiben. Und Magazine sind da eine tolle Möglichkeit dazu. Und mit unserem heutigen Sponsor Readly müssen die nicht mal teuer sein. Klar, wenn ich mir alle 6000 Magazine, die ich bei Readly lesen kann, kaufen würde, dann wäre ich arm. Aber der erste Monat für nur 99 Cent ist schon wirklich ein Argument. Dazu kommt Digitalisierung und endlich kein Papierkram mehr. Ich persönlich kann euch übrigens wärmstens das Linux-Magazin empfehlen und auch PC-Welt hat spannende Artikel. Mein persönliches Highlight ist hier aber ein ziemlich deutsches Problem, denn sagen wir mal, man liest in der Pause mal noch kurz am Abend einen Artikel und am nächsten Tag muss man zu einem Podcast nach Stuttgart fahren. Auf der Fahrt hat man aber natürlich kein Internet. Auch daran hat Readly gedacht, denn ihr könnt einfach offline weiterlesen, wo ihr aufgehört habt. Danke Bookmark. Also checkt direkt den Link in der Beschreibung aus, denn was ihr vielleicht nicht wusstet, eigentlich ist zumindest Android im Kern ein Linux oder zumindest sehr nah dran. Und das zeigt sich bei der verwendeten Security Software. Die Security Software ist dafür zuständig, Zugriffe zu verwalten. Wer darf eigentlich Schlüssel nutzen? Wer darf Dateien lesen oder auf die Kamera zugreifen? Das nennt sich Zugriffskontrolle und wird bei Android von SE Linux geregelt. Eine Software, die im professionellen Linux-Bereich wirklich bekannt ist, da sie echt eine richtige Sicherheitswand ist. SE Linux steht für Security Enhanced Linux und erlaubt Zugriffskontrolle im Systeminnersten zu regeln und dadurch effizient Datendiebstahl zu verhindern. Dabei kann man alles extrem gut anpassen und eben so verändern, dass es halt genau auf Android passt. Bei Apple macht das GNU, also GNU mit einem X, was leichter zu bedienen und konfigurieren ist, aber dafür weniger Kontrolle und Flexibilität bietet. XNU oder GNU ist allerdings keine extra Software, sondern bezeichnet den kompletten Betriebssystemkern von iOS. Der regelt alle Prozesse des Betriebssystems. Im Kern tun aber sowohl SE Linux als auch GNU dasselbe und wir haben hier ein Unentschieden. Auch beim Zurücksetzen auf Werkseinstellungen machen beide Plattformen es sehr gleich. Deswegen hier ganz kurz: Wenn ihr euer System auf Werkseinstellungen zurücksetzt, konnte man früher recht leicht etwas Böses damit tun. Daten werden auf einem Chip nie vollständig gelöscht. Erst wenn sie mehrfach überschrieben wurden, kann man sie nicht mehr wiederherstellen. Das heißt, einfach alles auf Werkseinstellungen zurücksetzen, also auch die Rechte von allem, und dann halt einfach den gleichen Schlüssel benutzen, weil der sich nicht geändert hat, um die Daten wiederherzustellen. Und dann alle Daten entschlüsseln. Ja, das ist doof und ein Angriff. Deswegen sieht das eher so aus. Der Schlüssel, der ja all eure Dateien verschlüsselt, wird ganz einfach direkt mitgelöscht. Dann können auch eure ehemaligen Daten nicht mehr wiederhergestellt werden. Da der Schlüssel aber auf der Trusted-Plattform war, kommt dann also auch niemand mehr an diesen Schlüssel. Denn den kann man ja sowieso nicht auslesen und die Daten können, selbst wenn sie wiederhergestellt werden, nicht mehr entschlüsselt werden. Es ist also ein sicherer Prozess bei beiden Herstellern. Ach, und übrigens, wenn euer Gerät gestohlen wird, könnt ihr einfach so über euren Google- oder Apple-Account alle Daten von eurem Gerät löschen. Die sind zwar eh verschlüsselt, aber man weiß ja nie. Ich kenne ja meine Pappenheimer mit der PIN 1234, ne? Aber hey, man kann ja einfach das Smartphone an den PC anschließen und alles umgehen, oder? Naja, nein. Um die Verbindung mit anderen Geräten zu verwalten, nutzt Android die Android Debug Bridge, ADB, und das Media Transfer Protocol, MTP.
ADB ist eigentlich für Entwickler gedacht, um Apps auszuführen, die man eigentlich nicht ohne weiteres ausführen sollte. Also quasi Sicherheitsmechanismen ein bisschen umgehen. Es ist also normalerweise deaktiviert. Dummerweise gab es einige Fälle, wo Geräte von Drittanbietern wie Xiaomi oder Huawei genau diese ADB aktiviert hatten und man so natürlich das Gerät erstmal angreifen konnte. Man konnte dann also Apps installieren, ohne dass der Nutzer das wollte. Dennoch, heutzutage, selbst wenn man Zugriff auf ADB bekommt, kann man gar nicht so viel machen. Android wurde hier als offenes System designt, mit viel Freiheit, aber wenig, was man kaputt machen kann, weil man einfach keine Rechte hat. Wenn ich Zugriff auf ADB bekomme, habe ich noch immer keine Möglichkeit, alles auszuführen. Ich habe keine Root-Rechte, dazu müsste ich erst mein Handy rooten und das ist das Faszinierende dabei. Ich kann zwar Apps über ADB installieren, aber die können am Ende wenig bis gar nichts kaputt machen. Aber dazu nachher noch ein bisschen mehr. MCP ist dazu da, um Dateien zwischen Geräten zu übertragen, speziell eben für Fotos oder Videos. Es kommt auch gelegentlich bei Kameras zum Einsatz und hat einen entscheidenden Vorteil: Metadaten bleiben erhalten. Sprich, wenn ihr ein Foto verschiebt, dann habt ihr trotzdem noch das originale Datum, wann ihr das Foto aufgenommen habt. MCP ist an sich ein sicheres Protokoll, aber auch hier können natürlich die Hersteller, also Samsung etc., es falsch einstellen. Das ist beispielsweise 2013 passiert, wo man ein Handy einfach an den PC anschließen konnte und damit den Lockscreen umgehen konnte. Das lag aber an Samsung und wurde repariert, natürlich. Seit schon einiger Zeit ist hier deswegen gar nichts mehr vorgefallen, weswegen ich es grundsätzlich immer noch als sicher einstufen würde. Apple nutzt iTunes Wi-Fi Sync und AirDrop. Eine direkte Dateiübertragung ist quasi nicht möglich, was allgemein bei mir in der Vergangenheit zu Missgunst geführt hat. Aber natürlich gab es auch hier Schwachstellen, wie zum Beispiel in 2021, als ein Forscher über AirDrop Kontaktlisten auslesen konnte. Apple ist sehr limitierend, während Android das Ganze genauso sicher gestaltet, aber Entwicklern mehr Optionen gibt. Das ist ein Schema, das sich hier durchzieht, aber von der Sicherheit her ist das erstmal ein Unentschieden in dieser Kategorie. Wo wir den Unterschied allerdings spüren, ist bei den App-Kontexten. Android ist im Endeffekt Unix-basiert. Wenn wir auf Android eine App starten, macht es hier was enorm Schlaues. Jede App gehört einem anderen Benutzer intern. Das heißt, starten wir die Kamera-App, gehört die zum Beispiel einem neu generierten Benutzer U0A105. Starten wir den Kalender, gehört der wiederum einem Benutzer U0A81. Das ist großartig und super schlau, weil durch SE Linux habe ich jetzt die Möglichkeit, jedem Nutzer andere Rechte zu geben. Was wir im Android-Systemkern eben genauso wiederfinden. Der Kameranutzer darf auf exakt gar keine Dateien vom Kalendernutzer zugreifen und andersrum genauso. Das Geniale hierbei: wenn ihr einen Virus installiert habt, kann der auf Android nichts ansehen, wenn es eine normale App ist. Er hat keinen Zugriff auf die Banking-App, keinen Zugriff auf Kontakte. Das liegt einfach am Systemdesign. Um jetzt die Apps miteinander kommunizieren zu lassen, weil das brauchen wir halt einfach, gibt's deswegen bei Android den Binder-Service. Der läuft im Systemkern und der wiederum darf die Kommunikation verarbeiten. Der Binder ist viel genauer und flexibler als die einzelnen Berechtigungen und wenn ihr jetzt sagt, diese App darf auf meine Bilder zugreifen, dann darf die das trotzdem nur über den Binder. Da gibt es ein paar Unix-Eigenheiten, warum das nötig ist, aber trust me, der Binder ist tausendmal geiler. Dadurch können übrigens auch andere Benutzer sich einloggen, ohne dass die auf eure Daten zugreifen können, zum Beispiel eure Kinder. Wichtig aber, das gilt nur für die Apps, die keine Administratorberechtigung haben. Dazu nachher nochmal mehr. Apple hat nur einen einzigen Benutzer und braucht deswegen ein viel komplexeres System: ihre eigene Sandbox. Hier wird tatsächlich auch für jede App eine eigene geschützte Umgebung erstellt. Die Daten und ihr Code werden darin gespeichert und nichts hat darauf Zugriff und die Umgebung selbst hat wiederum nur Zugriff auf sich selbst und kann dann wiederum mit dem Betriebssystem interagieren. Genau dokumentiert ist das allerdings, nicht wirklich. Androids Ansatz ist hier der definitiv schlauere. Im Endeffekt nutzt Android die Linux-Fähigkeit für Multi-User aus, um eine Sandbox zu bauen, kann dadurch aber viel feingranularer die Rechte vergeben.
Schafft man es bei iOS aus der Sandbox auszubrechen, hat man gleich sehr, sehr viel Zugriff. Und sehr viel mehr, als man haben sollte. Während der Zugriff bei Android immer noch sehr minimal bleibt. Allein dadurch ist es Android gleichzeitig möglich, offen und sicher zu sein. Der Punkt geht also hier an Android. Diesen offenen Gedanken haben sich aber natürlich auch zig Hersteller, wie wir wissen, zunutze gemacht. Sowohl Samsung als auch Xiaomi, als auch Motorola und zig andere Hersteller dürfen Googles Betriebssystem benutzen, um ihre Handy-Hardware zu verkaufen natürlich. Dafür dürfen sie dann aber auch was machen, was problematisch ist. Apps im Vorfeld installieren, auch bekannt als Bloatware. Manche Hersteller verdienen durch bezahlte Sponsorings mit Apps fast mehr als durch den Verkauf ihrer Hardware. Denn auf einem günstigen Gerät können bis zu unfassbaren 400 Apps irgendwo vorinstalliert sein. Die sind aber nicht unbedingt sicher. Ihr müsst bedenken, jede App kann grundsätzlich eine Schwachstelle haben und kann deswegen angegriffen werden. Mit dem Sicherheitsmodell von Android ist das zwar kein Weltuntergang, aber es wird dann zu einem richtig fetten Problem, wenn der Hersteller den Apps mehr Rechte gibt, als es vorgesehen ist. Und auch das ist leider schon vorgekommen. Eigentlich tun sogar die meisten Hersteller genau sowas. Das heißt, wir haben Apps auf dem Smartphone, die beispielsweise von Werk aus Rechte haben, alle Kontakte, alle Daten etc. zu lesen und natürlich auch zu schreiben und die dadurch leider auch schon automatisch Zugriff auf vieles haben, was sie gar nicht sehen sollten. Sind sie nun auch noch unsicher, kann ein Hacker darüber diese Rechte ausnutzen und beispielsweise eure Daten stehlen oder Kontakte abgreifen. Das hat zwar nichts mit Android an sich zu tun, zeigt aber, wie zerkluftet diese ganze Sache ist. Es zeigt die Herstellerprobleme, die natürlich das offene System von Android ein kleines bisschen ausnutzen. Bei Apple passiert das nicht, da alle Apps einfach von Haus aus von Apple kommen. Klar, die können auch Schwachstellen haben, aber Apple verkauft auch bei den günstigsten Modellen keinen Slot an den Facebook Messenger, den man nicht mal überhaupt irgendwie deinstallieren kann. Looking at you, Samsung. Der Punkt geht also ganz klar an iOS. Aber wo wir gerade von Apps sprechen, eines der wichtigsten Elemente jeden Geräts ist eigentlich der Store. Der Store erlaubt mir das Installieren neuer Apps und ohne wäre das Smartphone eigentlich ziemlich useless. Bei Android gibt es von Haus aus den Play Store, aber es gibt auch andere Stores, F-Droid beispielsweise, in dem nur Open Source Apps reingenommen werden. Android erlaubt diese Installation, weil sie halt dem User erlauben wollen, sich selbst zu verletzen, wenn er Bock drauf hat. F-Droid ist ein guter Store, aber Google erlaubt grundsätzlich auch App-Installationen von nicht verifizierten Quellen, was für Entwickler übrigens ein wahrer Segen ist, trust me. Aber eben auch schon oft dazu geführt hat, dass Bezahl-Apps heruntergeladen werden und installiert wurden, nur um dann am Ende Viren auf dem System zu haben. Wer hätte es gedacht? Das zählt aber eher zur User-Dummheit, würde ich behaupten. Im eigentlichen Store sollten nur bitte keine Malware-Apps zu finden sein. Was? Oh nein. Wie unerwartet. Aber wie gesagt, so viel passiert da meist nicht, zumindest von Haus aus. Die müssen euch bei der neuesten Version von Android auf jeden Fall nach Rechten fragen und die solltet ihr natürlich nur vergeben, wenn wirklich nötig. Eine Taschenrechner-App braucht keine Rechte für Internet- oder Push-Benachrichtigung. Und wenn dann halt mal eine Werbe-Push-Benachrichtigung gekommen ist, wisst ihr, was zu tun ist. Aber ist das bei Apple wirklich besser? Nun, Apple quält seine Entwickler ein bisschen. Erstmal braucht man zig Formalien, bevor man überhaupt eine App veröffentlichen kann und dann wird alles penibel geprüft. Das ist natürlich unfassbar nervig, denn es gibt nur den App Store bei Apple. Apple weigert sich, das Monopol aufzugeben, obwohl das ständig gefordert wird. Wirklich etwas bringen tut es nicht, denn auch im App Store lauern Trojaner. Es ist nur mehr Aufwand, sie da eben reinzubringen. An sich würde ich den Punkt also eigentlich gerne lieber Android geben, da sie mehr Stores erlauben, aber da das kein Security-Argument ist, ist das hier erstmal ein Unentschieden. Aber übrigens, warum gibt es eigentlich so viel weniger Malware bei Apple im Store? Warum sind Android-Nutzer häufiger das Ziel von Angriffen? Das liegt einfach an der Beliebtheit des Systems. Apple hat etwa 1/4 Marktanteil, während der Rest alles bei Android ist. Das heißt im Zweifel dreimal so viele Menschen, die man mit denselben Mitteln angreifen kann. Im Fall von Cybersecurity ist Beliebtheit leider nicht unbedingt was Positives, deswegen geht der Punkt an Apple. Diese ganzen Trojaner-Apps sind aber zum Großteil, wie gesagt, ungefährlich.
Sie nerven, indem sie euch Werbung als Push-Nachrichten schicken, stehlen Daten, wenn ihr ihnen die Rechte dazu gebt. Das tun aber die meisten Apps, wenn ihr sie lasst. Oder glaubt ihr, dass TikTok aus Vorsorge all diese Rechte braucht? Anyways, die Möglichkeiten so einer App sind dann noch immer ziemlich limitiert, wenn ihr keine super sensiblen Dinge auf eurem Smartphone habt oder einfach schlau die Rechte verteilt. Kritisch wird es erst dann, wenn es eine Schwachstelle im System, also bei iOS oder Android gibt und die Apps aus ihrer Sandbox ausbrechen können. Und das kommt vor, da kann man niemandem einen Vorwurf machen. Wichtig ist aber, wie damit umgegangen wird. Sehr wichtig sogar. Der erste Punkt sind Updates und Patches. Das Betriebssystem wird natürlich repariert von Seiten von Google oder eben Apple. Leider sehen aber viele Android-Vertreiber es nicht ein, diese Patches dann auch an euch weiterzugeben. So haben eben viele Android-Smartphones nur eine Lebensdauer von 2 Jahren, weil sie nur eben 2 Jahre gepatcht werden. Apple hingegen patcht sogar teilweise Geräte, die über 8 Jahre alt sind. Klar, ich kann mir auch alle 2 Jahre ein neues Gerät kaufen, aber das hier ist der Punkt, der mich immer wieder fast dazu bringt, meine Freunde und Familie aus dem Wi-Fi zu werfen. Es ist völlig normal, mit einem Android ohne Security-Updates rumzulaufen, was definitiv nicht normal sein dürfte. Bei Apple passiert das wirklich lange gar nicht. Allerdings gibt es bei Android Änderungen. Meins zum Beispiel bekommt 5 Jahre Updates, ebenso wie das Flaggschiff von Samsung. Das ist ein Schritt in die richtige Richtung. Der Punkt geht dennoch mit Abstand an Apple und ich möchte nochmal betonen, wie wichtig der ist. Ich habe sogar schon quasi ein eigenes Video zu diesem Thema gemacht. Dieser Punkt des geschlossenen oder offenen Systems zieht sich aber noch weiter durch. Android ist im Kern Open Source. Die Google-Dienste sind natürlich Closed Source, das heißt niemand darf den Quellcode lesen, also der Programmcode, aber beispielsweise den genannten Binder oder all die Mechanismen, die kann ich mir alle ansehen und überprüfen. Das macht es Sicherheitsforschern auf der ganzen Welt, aber natürlich auch bösartigen Angreifern einfacher, eine Lücke zu finden. Der offene Quellcode hat schon in wahnsinnig vielen Fällen dazu geführt, dass Google bei Android und übrigens auch bei Chrome Hinweise von Forschern bekam und die Lücken stopfen konnte. Der Quellcode von iOS ist zum Großteil unbekannt. Apple möchte niemand Dritten wirklich über den Code schauen lassen. Das hat häufig etwas von Security by Obscurity und das ist eigentlich immer in der Security eine Red Flag. Weiß niemand, dass in meinem Code eine Schwachstelle ist, wird sie auch niemand finden, ne? Das stimmt eben leider so nicht, aber es ist insgesamt natürlich schwerer, sie zu finden. Die Kriminellen haben leider aber immer noch ein großes Interesse daran. Man kann durch die Closed Source insgesamt also davon ausgehen, dass mehr Lücken noch in Apples Code zu finden sind, weil einfach weniger Leute drüber geschaut haben. Leichter zu finden sind die Lücken bei Android, aber bei denen werden die dann natürlich direkt gemeldet und repariert. Der Punkt geht also wieder an Android. Wusstet ihr, dass ein Hacker, der es schafft, ein Apple-Gerät zu hacken, bis zu $1 Million bekommen kann? Für Android können das sogar 1,5 Millionen Dollar sein. Das ist ein sogenanntes Bug-Bounty-Programm. Aber auch wie mit Sicherheitsforschern selbst umgegangen wird, ist extrem wichtig. Das sind die Leute, auf die man sich verlassen muss. Stellt euch so vor, entweder ihr beschäftigt zigtausend Security-Forscher, die unfassbar teuer sind, oder aber ihr bietet ein Bug-Bounty-Programm, sodass die einfach alles, was sie finden, euch melden können und ihr könnt es dann reparieren. Beide Firmen, also Apple und Google, haben so ein Bug-Bounty-Programm. Übrigens, meine Academy auch, wollte ich nur kurz erwähnen. Apple hat aber in der Vergangenheit Security-Forscher und die gesamte Community ziemlich angepisst. Ihr müsst euch das so vorstellen. Da arbeitet jemand, der einfach ein paar Monate für euch eine Schwachstelle sucht. Und ihr antwortet dem einfach ein halbes Jahr gar nicht. Dann schreibt er euch nochmal, ihr ignoriert ihn weiter weg und als er dann seine Schwachstelle einfach öffentlich stellt und seine Arbeit damit quasi umsonst war, nehmt ihr Kontakt auf. Das macht man einfach nicht. Der Ruf von Apple ist insgesamt in der Cybersecurity-Branche bei Sicherheitsforschern kein besonders guter, was das angeht, weswegen eben viele lieber bei Android nach Sicherheitslücken schauen. Es gab auch bei Google immer wieder Kritik, dass sie lange nicht antworten würden oder der Zustand von dem Report nicht ganz klar war, aber insgesamt ist es doch deutlich besser. Deswegen geht der Punkt an Android.
Apple bezahlt aber in seinem Bug-Bounty-Programm am allermeisten mit Abstand für seinen Lockdown-Mode. Das ist ein ganz spezieller Modus für eine hochgradig vulnerable Zielgruppe. Hier wird die Security einfach auf Maximum gedreht, dass manche Funktionen schon gar nicht mehr funktionieren sogar. Nachrichten beispielsweise. Hier werden die meisten Anhänge blockiert. FaceTime ebenso, außer ihr habt davor die Person angerufen, kann die euch nicht anrufen. Verbindung zum PC komplett blockiert, Profile, Apple Services und sogar der Browser funktioniert zu einem Großteil nicht. Dadurch nimmt man einem potenziellen Angreifer alles, was er irgendwie als Angriffsvektor benutzen könnte. Dieser Modus ist unfassbar stark und für genau die zu empfehlen, die wirklich anonym und sicher sein müssen. Also da, wo es lebensgefährlich wird, wenn sie es nicht sind. Die zum Beispiel die Quellen schützen müssen, aber ein normaler Betrieb würde ich damit nicht unbedingt empfehlen. Android bietet nichts Vergleichbares an. Der Punkt geht also an Apple. Aber all die Sicherheitsmaßnahmen bringen mir wenig, wenn man mein Handy einfach so entsperren kann und dann doch Zugriff auf alles hat. Deswegen ist die Authentifikation so wichtig. Heutzutage vor allem biometrisch. Das heißt vor allem mit Fingerabdruck oder Gesicht. Alternativ die Methoden von früher mit Muster und PIN. Ja, wir müssen nicht drüber reden, dass beim Muster eure Fettdoben irgendwie super zeigen, was genau euer Muster war, ne? Das Tolle bei der PIN ist, dass sie euch auch nach ein paar Fehlversuchen aussperrt, also eigentlich eine ganz gute Methode. Das heißt, es ist einfach nicht möglich, jede Kombination auszuprobieren von den 10.000 möglichen Kombinationen. Die meisten von uns nutzen aber Fingerabdrücke oder Face ID. Fingerabdrücke können angreifbar sein, indem man einfach einen Fake-Fingerabdruck auf das Handy packt. Das ist zwar eher so Geheimdienst-Shit, aber nicht ganz unmöglich. Hier passiert, ob ihr es glaubt oder nicht, sogar noch einiges an Forschung. Mir gefällt hier übrigens der Ausdruck Imposter Acceptance Rate richtig gut. Es wird also für eure Bequemlichkeit, dass der Scanner nicht ständig nochmal neu fragt, akzeptiert, dass ihr eventuell einen gefakten Fingerabdruck habt. Das wird aber so niedrig wie möglich natürlich gehalten. Face ID hatte ja vor allem am Anfang richtig viele Videos produziert, wo Leute einfach mit einem Bild das Gerät entsperren konnten. Das ist aber besser geworden und noch immer passiert hier viel Forschung, zum Beispiel über Tiefen, weil mein Gesicht nicht einfach nur ein Bild ist, über die biometrischen Signale, also quasi wo meine Knochen wie hängen und so weiter und so fort. Idiotensicher sind aber beide Systeme nicht. Aber da sowohl Fingerabdruck als auch Gesicht bei beiden Systemen vorhanden sind und bei beiden dieselben Probleme gibt es ja auch wieder ein Unentschieden. Was auch immer wieder diskutiert wird, ist die Frage der Privatsphäre. Das hier mit in diesem Video unterzubringen, wird einfach diesem komplexen Thema nicht gerecht, deswegen hier ein kurzer Vorgeschmack. Apple hat es App-Anbietern unfassbar schwer gemacht, jemanden zu tracken, im Vergleich zumindest zu Google. Allerdings tracken sowohl Apple als auch Google ihre Nutzer selbst. Der Vorteil bei Android ist, Android selbst trackt seine Benutzer nicht. Das machen die Google-Dienste und die kann ich im Zweifel loswerden, wie ihr vielleicht wisst. Das geht bei Apple bekanntlich nicht und beispielsweise gab es immer wieder Berichte, dass Apple sogar VPNs für seine eigenen Dienste ausschaltet, um das Tracking eben zu verbessern. Ich würde hier also mal ein Unentschieden stehen lassen, auch wenn es sehr unterschiedliche Punkte für beide Parteien gibt und man das deutlich mehr aufdröseln müsste. Ich denke, wir sehen hier einen roten Faden, der das ganze System definiert. Android ist offen und man kann viel mehr damit machen. Das kann gut sein, weil mehr Sicherheitsforschung betrieben werden kann. Das kann aber auch schlecht sein, wenn beispielsweise externe Händler ihre eigenen anfälligen Apps installieren und denen mehr Rechte geben, als sie haben sollten. Deswegen hier mal meine Zusammenfassung. Kauft ihr euch das schlechteste Android mit angreifbar vorinstallierten Apps und einem eigenen kaputten Store und beispielsweise nur 2 Jahren Updates, dann gewinnt natürlich Apple mit 2 Punkten ohne Probleme diesen Vergleich. Achtet ihr allerdings darauf, dass euer Android ein Hardware-Security-Modul hat, das keine Bloatware auf eurem Gerät ist, also am besten Stock-Android verwendet wird und möglichst lange Updates geliefert werden, dann kann Android mit Apple problemlos mithalten oder es sogar übertreffen. Hier kommt es allerdings darauf an, wie ihr das Ganze gewichtet. Wem der Lockdown-Modus nichts bringt und wer sein Handy, das 5 Jahre Updates bekommt, auch nur wirklich 5 Jahre nutzt, der ist mit Android besser beraten. Eines kann man aber definitiv sagen:
Beide Systeme sind vermutlich besser geschützt als euer Desktop-Rechner und einfach so einen Hacker auf dem Smartphone zu haben, das passiert heutzutage eigentlich nur in den seltensten Ausnahmefällen. Wenn, dann ist es vielleicht eine nervige App, die euch Werbung schickt. Viel wichtiger ist allerdings, dass euer eigenes Verhalten nicht fahrlässig ist, Daten, die ihr angebt, App-Berechtigungen, die ihr verteilt, Phishing-Nachrichten, auf die ihr klickt und Apps, die ihr installiert. Das ist eine Gefahr. Deswegen teilt gerne das Video und schaut bei meiner Academy vorbei. Und vor allem schaut bei Readly vorbei, denn auch viele der Artikel, die ihr dort lesen könnt, trainieren euer Sicherheitsverständnis. Viel Spaß!